die 10 besten Auswanderungsländer für Rentner. Diese hat nun eine amerikanische Lebensversicherung ermittelt und die Ergebnisse mögen dich vielleicht überraschen. Wir stellen dir die Top 10 Länder in diesem Video vor. Das amerikanische Lebensversicherungsunternehmen Everly Life Insurance Company mit Sitz in Wisconsin hat ermittelt, welche Länder die besten sind zum Auswandern, wenn man einen gepflegten Ruhestand haben will. Diese 10 Länder mögen dich vielleicht überraschen. Sie haben mich auf jeden Fall überrascht. Man ist hier akribisch genau vorgegangen, sagt das Unternehmen. Man hat 137 Länder genauestens geprüft auf Herz und Nieren, inwieweit sie geeignet sind für Rentner. Da sind zum Beispiel Dinge mit eingeflossen wie die Lebenshaltungskosten, das Gesundheitssystem, das Wetter, die Willkommenskultur etc. pp. Und wie gesagt, bedenke, das ist ein amerikanisches Unternehmen. Das heißt, ich denke, dass im Grunde genommen diese Studie hier für amerikanische Konsumenten, für amerikanische Rentner gemacht wurde. Also auch vor diesem Hintergrund sehr interessant. Ich denke mir, man hat ja einige sehr wichtige Details vergessen vielleicht, aber da will ich dann nachher nochmal dazu kommen. Wir stellen dir jedenfalls mal diese 10 Länder vor. Das hat hier ziemlich großes Medienecho gefunden, diese Studie. Es gibt viele Artikel dazu, viele Videos hast du vielleicht schon gesehen. Wir stellen dir die Länder vor und zwar in umgekehrter Reihenfolge, die Top 10. Wir fangen beim 10. Platz an. Auf Platz 10 der beliebtesten Auswanderungsländer für Rentner gemäß Everly Life Insurance ist Italien. Italien ist natürlich ein wunderschönes Land. Es gibt hier ein wunderbares Klima, eine wunderbare Kultur, wunderbares Essen, sehr nette Menschen. Man kann sehr günstig Immobilien kaufen, insbesondere wenn man den Süden des Landes anschaut. Im Süden des Landes gibt es auch attraktive steuerliche Situationen. Wenn man dort in einer Gemeinde lebt mit weniger als 20.000 Einwohnern, dann zahlt man hier tatsächlich nur 7% Steuern auf seine gesamten Auslandseinkünfte inklusive Kapitalerträge und Einkünfte aus der Altersvorsorge. Das sind schon ziemlich gute Nachrichten. Auch die Lebenshaltungskosten sind moderat und die Gesundheitsvorsorge jedenfalls mit privater Krankenversicherung ebenfalls ziemlich gut. Und man braucht ja in Italien dringend Menschen, denn das Land wird entvölkert. Kleine Städte, gerade im Süden, werden immer leerer. Das heißt, man ist hier froh um jeden neuen Einwohner, selbst wenn es sich um Senioren handelt. Es wird ja vielfach auch kolportiert, dass man in manchen süditalienischen kleinen Orten über 100 Jahre alt werden kann, dass man dort das Geheimnis der Unsterblichkeit mehr oder weniger identifiziert hat. Ich halte das für Bullshit, aber viele glauben das, die sogenannten Blue Zones. Also das wird hier zur Popularität beigetragen haben, denn die Amerikaner sind ja hier von solchen Fernsehprogrammen und von solchen Legenden komplett überzeugt. Sie trinken gerne die Kool-Aid. Auf Platz Nummer 9 haben wir Malta. Ich war auch überrascht. Ja, Malta. Auch hier ist man natürlich von wunderbarem Wetter gesegnet. Im Sommer vielleicht ein bisschen zu heiß. Die gesundheitliche Versorgung ist überraschend gut in Malta. Das wissen viele nicht. Malta kann auch ziemlich günstig sein. Die Lebenshaltungskosten sind niedrig. Auch hier gibt es steuerlich interessante Modelle für Rentner, gerade wenn man über eine großzügige betriebliche Altersvorsorge verfügt, dann lässt sich diese hier mit einer 15% versteuern. Dann hat man den Non-Dom-Status und sämtliche ausländischen Einkünfte sind steuerfrei. Malta also ein sehr schöner Ort, muss ich sagen. Tatsächlich gibt es dort viele Rentner, sehr kompakt. Alles ist leicht zugänglich. Wir haben ja auch über die negativen Seiten zu Malta hier schon oft gesprochen. Es ist klein, es ist laut, es ist natürlich trocken, nicht so schön wie Mallorca. Also das muss man schon sagen. Aber alles in allem würde ich sagen, auch als englischsprachiges Land, wenn man an Amerikaner denkt, die ja auch sehr historisch, die ja auch immer ein großes Interesse an Geschichte haben und ja Malta aus vielen Filmen kennen, die dort gedreht wurden, zum Beispiel Gladiator. Ja. Also daher kann ich das gut nachvollziehen. Malta hier am 9. Platz. Platz 8 ist Ungarn. Ungarn, auch für viele deutsche Rentner ein interessantes Land, günstige Lebenshaltungskosten, man kann günstige Immobilien
kaufen. Viele unserer Mandanten sind natürlich hier sehr überzeugt von Präsident Orban und seiner Politik. Da scheiden sich natürlich die Geister. Manche finden ihn unmöglich, andere finden ihn ganz toll. Aber Ungarn natürlich ein wunderschönes Land, Budapest eine wunderschöne Stadt, auch die kleineren Städte, gerade auch am Plattensee. Das finde ich schon ein gutes Leben. Hier gibt es ein tolles Kosten-Leistungs-Verhältnis. Ich bin mir jetzt, was die gesundheitliche Vorsorge anbelangt, nicht so sicher. Wir haben ja Kollegen, die in Ungarn wohnen, die sind jetzt da sehr kritisch, was die Gesundheitsvorsorge anbelangt. Man hat auch alle möglichen Stories gesehen, zum Beispiel Kinder, die im Krankenhaus im Winter saßen mit Jacken, weil es so kalt war. Also, was die Gesundheitsvorsorge anbelangt, da habe ich jetzt hier so meine Bedenken, aber ansonsten kann man Ungarn sicherlich nur empfehlen, steuerlich auch ebenfalls ziemlich interessant. Platz Nummer 7, Litauen. Das ist nun wirklich eine überraschende Wahl. Litauen hatte ich jetzt hier nicht im Blick, aber man hat hier natürlich an die schöne Natur, die günstigen Lebenshaltungskosten, das gute Gesundheitssystem gedacht und natürlich auch die Willkommenskultur gerade gegenüber Ruheständlern. Wo ich jetzt hier natürlich sehr große Bedenken habe, ist die geopolitische Situation. Wir haben ja hier schon öfter darüber gesprochen, dass natürlich vor allem das Baltikum im Visier Putins zu sein scheint. Daher, ob jetzt Rentner gerade nach Litauen im jetzigen Zeitpunkt umziehen würden, da mache ich doch ein großes Fragezeichen dahinter. Das haben die Amerikaner vielleicht nicht so auf dem Schirm, würde man vielleicht sagen. Aber ich lasse es mal jetzt so stehen. Platz Nummer 6 ist Kanada. Auch das muss ich sagen, eine Wahl, die ich nicht so wirklich verstehen kann. Kanada ist ja zunächst mal, was den Aufenthaltstitel anbelangt, gar nicht mal so einfach, muss man sagen. Viele der angelsächsischen Länder, dazu zählt auch UK, Australien, Neuseeland, sind für Rentner eigentlich nicht so ohne weiteres zugänglich. Ja. Also wenn du jetzt natürlich eine Top-Qualifikation hast, wenn du jetzt natürlich als Chefarzt in Rente nach Kanada ziehst, dann wirst du dort einen Aufenthaltstitel bekommen, wegen des beruflichen Prestiges, ganz klar. Aber ansonsten eher schwierig. Auch die Lebenshaltungskosten sind hoch, Immobilien sind teuer, das Gesundheitssystem möglicherweise besser als in den USA. Es liegt nah an den USA. Ich denke mir, weil es eben eine Studie ist, die für Amerikaner letztlich gemacht wurde, kann ich mir vorstellen, dass das eine Rolle spielt. Liegt nah an den USA. Kann man einfach reisen, ist englischsprachig. Also das macht in dem Fall vielleicht Sinn für Europäer. Kann ich mir es jetzt ehrlich gesagt kaum vorstellen. Kanada, da fehlt es mir an Kreativität, muss ich ganz ehrlich sagen. Nummer 5 Australien, da gilt natürlich das Gleiche. Auch hier bin ich wirklich verwundert, sage ich jetzt mal. Auch hier sehr, sehr schwierig, um nicht zu sagen unmöglich, hier einen Aufenthaltstitel in Australien zu bekommen als Rentner. Ja, ist sowieso anspruchsvoll in Australien und Neuseeland, aber gerade als Rentner natürlich wirklich schwierig. Auch die Lebenshaltungskosten sind extrem hoch, die Immobilien sind extrem teuer, steuerlich nicht wirklich interessant, Gesundheitssystem sicherlich sehr gut, muss man sagen, in Australien. Auch das natürlich ein englischsprachiges Land, ganz klar, aber wie gesagt, die anderen Kriterien lassen mich hier ein wenig verwundert sein, ob dieser Wahl. Platz Nummer 4, Spanien. Das ist nun etwas, was ich gut nachvollziehen kann. Spanien sehr beliebt bei Rentnern, natürlich auch in Europa. Die Lebenshaltungskosten sind überschaubar, die gesundheitliche Vorsorge ist gut, es gibt jede Menge Immobilien. Es gibt auch interessante Aufenthaltstitel, selbst wenn jetzt hier das goldene Visum abgeschafft wurde in Spanien. Wenn man hier als Rentner leben möchte, dann sollte das möglich sein. Wenn man EU-Bürger ist, ist sowieso kein Problem. Das Wetter ist natürlich hervorragend, die Menschen sind freundlich, das Essen. Also eine tolle Kultur, muss man sagen, in Spanien. Sicherlich für viele Rentner ein Traumland. Wir haben sehr viele Mandanten, die als Rentner in Spanien leben. Das kann man sicherlich nur empfehlen. Auch der zweite Platz dürfte nicht weiter verwundern. Portugal ist das zweitbeste Auswanderungsland für Rentner gemäß der Everly Life Insurance in Wisconsin. Auch hier herrscht Einigkeit zwischen Experten weltweit. Sicherlich Portugal eines der besten Länder für den Ruhestand, überschaubare Lebenshaltungskosten, relativ gute Gesundheitsvorsorge, schönes Wetter, nette Menschen, gutes Essen, tolle Natur. Also das ist im Grunde genommen ein No-Brainer. Steuerlich gab es ja da mal interessante Modelle wie den NHR-Status. Das gibt es jetzt nicht mehr. Jetzt gibt es zwar den NHR 2.0-Status, aber das ist für Rentner nicht mehr interessant. Interessant vielleicht in Portugal ist, dass es im Grunde genommen keine Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer gibt innerhalb der Familie. Übrigens auch Italien ist das sehr interessant. Auch dort gibt es eine sehr geringe Erbschaftssteuer. Auch Kanada gibt es keine Erbschaftssteuer. Australien ebenso keine Erbschaftssteuer.
Vielleicht waren das auch Kriterien, warum diese Länder hier auf der Liste erscheinen. Könnte ja durchaus sein. Also da sicherlich die Nachlassplanung deutlich einfacher. Aber ja, Portugal, das muss man nicht groß erklären, warum Portugal ja in der Liste ganz vorne ist. So, jetzt die große Preisfrage. Wer hat denn gewonnen? Welches ist das beste Auswanderungsland für Rentner weltweit? Und du wirst es nicht glauben, es ist Estland. Ja, Estland nach Litauen, ein zweites Land im Baltikum. Vieles, was ich gerade eben zu Litauen gesagt habe, ist natürlich auch für Estland hier zutreffend. Schöne Natur, wunderbar, nette Menschen, hohe Qualität im Punkto Gesundheitsvorsorge, relativ günstige Lebenshaltungskosten. Aber natürlich hier die geopolitische Situation. Wir haben das in unserer Telegram-Gruppe hier diskutiert. Wir haben eine Telegram-Gruppe ja hier gemeinsam mit unseren Mandanten. Wenn du dort im New Horizons Club Mitglied bist, dann diskutieren wir da immer alle möglichen Dinge. Und jemand hatte eben einen Artikel hier in der Telegram-Gruppe geshared, wo genau diese Liste hier diskutiert wurde. Und er hat gesagt, genau, Estland hat den großen Vorteil, wenn du dorthin umziehst, dann wirst du da demnächst dann eine weitere Staatsbürgerschaft kostenlos dazu bekommen, nämlich die russische. Am besten geh gleich nach Narva. Dazu hatte ich ja auch schon ein Video gemacht. Also da bin ich ein bisschen baff, wie man diese Punkte nicht berücksichtigen kann in dieser Aufstellung. Aber wie gesagt, vielleicht sieht das ja die Everly Life Insurance nicht anders. Es wird jedenfalls hier in der Studie nicht auf die geopolitischen Risiken eingegangen. Wie man das ignorieren kann, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber wie gesagt, die werden ihre Kriterien haben. Das war die Top-10-Liste der besten Auswanderungsländer, akribisch zusammengestellt von der Everly Life Insurance in Wisconsin. Was denkst du dazu? Ist das eine gute Liste? Ich meine, man kann ja Listen nach verschiedenen Kriterien etablieren. Wie hat es die Everly Life Insurance gemacht? Lass mich wissen, was du dazu denkst. Ich freue mich über deine Kommentare hier zu diesem Video. Generell sollte man hier noch kurz anfügen, dass Auswandern natürlich gerade im Alter eine sehr attraktive Option ist. Die Gründe hatte ich schon genannt. Besseres Wetter, geringere Lebenshaltungskosten. Steuerlich muss man allerdings aufpassen, denn vielfach ist natürlich die Rente noch in Deutschland zu versteuern. Man hat dann aber nicht mehr die Vorzüge des Grundfreibetrages. Das heißt, man versteuert in Deutschland ab dem ersten Euro. Und da muss man einfach sehen, ob sich das Ganze lohnt. Wir haben ja auch schon hier etliche Videos gemacht zum Thema Ruhestand im Ausland. Gerade wenn du jetzt aber eine Betriebsrente hast und dann ins Ausland gehst, dann gibt es sicherlich sehr interessante Länder. Ein paar interessante Länder waren hier auf der Liste. Malta zum Beispiel. Mal angenommen, du hast eine Betriebsrente, du ziehst nach Italien um oder nach Malta, dann zahlst du in Italien 7% Steuern auf deine Betriebsrente. In Malta wären es möglicherweise 15% oder auch weniger. Das sind jetzt nur zwei Beispiele. Thema Erbschaftssteuer hatte ich ja schon angesprochen, wobei du als Deutscher noch 5 Jahre lang in Deutschland unbeschränkt erbschaftssteuerpflichtig bist, nachdem du Deutschland verlassen hast. Also wie gesagt, hier gibt es auch steuerliche Komponenten, auch steuerliche Komplikationen, die man tatsächlich berücksichtigen sollte, wenn man im Ruhestand ins Ausland geht, um eben keine böse Überraschung zu erleben vom Finanzamt. Übrigens ist für dich als Rentner im Ausland das Finanzamt Neubrandenburg zuständig. Ein sehr gutes Finanzamt, finde ich. Die kennen sich ziemlich gut mit diesen Fragen aus. Die sind übrigens auch immer ein guter Ansprechpartner, wenn du dir ein bestimmtes Land ausgesucht hast und einmal wissen möchtest, wie das Ganze steuerlich funktioniert. Du kannst dich das natürlich beraten lassen, auch von uns, aber ich würde immer mal zuerst das Finanzamt Neubrandenburg anschreiben. Die sind eigentlich ziemlich clever, die haben sehr clevere, sehr intelligente Sachbearbeiter zu vielen Ländern. Da haben ja auch schon Mandanten E-Mails des Finanzamtes zugeschickt. Fand ich sehr interessant, wie umfassend die hier zu dem Thema beraten können. Auch wenn du noch nicht im Ruhestand bist, aber dich darauf zubewegst. Eine gute Sache, such einfach in Google nach Finanzamt Neubrandenburg und schreib die an, wenn du planst auszuwandern und nicht sicher bist, wie deine Rente im Ausland dann steuerlich behandelt wird. Ansonsten können natürlich auch gerne wir ein Beratungsgespräch buchen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wenn du ins Ausland gehst und dort den Ruhestand verbringen möchtest, gibt es natürlich neben der steuerlichen Komponente auch noch andere Dinge zu beachten. Zum Beispiel Krankenversicherung, sehr kritisch. Wo bist du krankenversichert in Deutschland, im Ausland? Viele berücksichtigen das nicht und dann haben sie sehr schnell hier eine große Herausforderung. Also das sind nur einige Aspekte. Nachlasszahlung haben wir schon angesprochen. Wie gesagt, wir können dazu gerne sprechen. Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten genau zu diesen Themen zu beraten. Und ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor?
zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.